deinen Heiligenschein trägt. So, ach so, ja, ja, jetzt Deutsch. Chinesisch ist vorbei für immer. Ja, also für so 20 Sekunden. Wir sind hier in Jiaotong auf der Straße und wir gehen gerade zu einer Snackstraße oder kleine Grillstraße oder sowas, heißt die übersetzt. Gehen wir ein bisschen spazieren. Wir können euch auch hier ein bisschen die Umgebung zeigen. Die Schwiegermama hat erzählt, die waren vor 10 Jahren mal hier und da war die Stadt noch sehr hässlich und sehr dreckig und sehr chaotisch und ja, mittlerweile sieht die dann halt so aus. So hier. Also zumindest an dieser Ecke. Wir gehen auch noch in die Altstadt und schauen uns die an. Komm, lass uns Chinesisch über die Straße gehen. Mit deiner Kamera. Ah, wir kriegen hier so aus dem Hotel lokale Empfehlung. Maße, Schauker. Guck mal die großen Tische an hier. Also, wir sind hier bei Marcel Schaukau. Bei Marcel Grill heißt es. Und wir sitzen hier auf so Mini-Tischen, Mini-Stühlen. Guckt euch das an hier. Mit auch Mini-Tischen. Guck mal, wie hoch die nur sind. Hier, so. Alkohol getrunken Atmosphäre hast, kannst voll. du gleich umfallen. Nö, da kannst du dich direkt hinlegen, wenn du besoffen bist. Aber irgendwas haben die erzählt, hier gibt es nicht die I-Minderheit, sondern die Ma-Minderheit und die trinken keinen Alkohol oder sowas. Oh, okay. Ja. Die Ma sind hier. Also ich lese ein Zeichen Long. Irgendjemand, der die Videos guckt, der denkt sich bestimmt auch, ey, kann der Typ nicht einfach einen Übersetzer benutzen? Oh, jetzt kriegen wir hier aber nur eine pro. Hier Rindfleisch kann ich schon mal lesen. Hier ist alles Fleisch, Fleisch, Fleisch. Wir versuchen mal kurz die Gemüseabteilung zu finden für die Oma. Ich will das Lotto. So. Oh, diese hätten wir auch nehmen können, den süßen. Hier sehr. Ja, sofort. Ich muss immer meinen Finger finden. Das haben wir nicht. Also doch, das ist, aber ich vergucke nicht. Ja, und wo war das andere noch? Das Würstchen. Und das war's. Ja. Hier steht Wasabi. Ich habe schon was, ich fange schon an zu weinen. Nimm am besten sehr wenig. Dann haben wir Kartoffeln. Ja. Grill, Leute. Wir essen den 10. Grill. Hier gibt es wieder sogenanntes Wuha-Roast. Also dieser Grill ist sehr lecker. Ja, hier mit den Gurken kriegst du Wasabi. Ich habe gedacht, du kriegst so Peking-Soße. Wenn du Wasabi magst, hier. Ich esse nur Fleisch. Das ist ja auch ein Hähnchenbrötchen. Hier ist deiner. Bohnen? Stimmt. Schmecken ein bisschen nach Kartoffeln. Irgendwo, ja. Also hier gibt es wieder Chili-Gewürze. War sehr Gibt's, weil das Besondere hier an dem Grill, um das mal geschmacklich einzuordnen, also Sesam, Kreuzkümmel, Badiao, also für Kribbeln scharf und Ladiao für
Chili-Schärfe. Das sind so die Konstanten. Und dann musst du das richtig schön einstreichen, damit das auch auf dem Grill kleben bleibt, weil sonst haust du alles drauf und am Ende fällt es immer in den Grill. Das habe ich als Chengdu-Grill oder so chinesische Grill kennengelernt. Also wir haben eine extra Mülltonne bekommen, aber eigentlich wandert alles hier auf den Tisch oder unter den Tisch und später wird einfach weggefegt und gewischt. Dann ist wieder alles sauber, weil das Einzige, was da unten ist, sind ja die Füße. Das ist wahrscheinlich die Idee dahinter, warum die das so machen. Müssen wir mal gucken, wie hier die Lokalkultur ist. Früher wurde immer in Chengdu, hast du dann auch, dann haben die auf den Boden gespuckt und was auch immer da noch dazu. Ja, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Wenn man es nicht konnte, dann kann man halt auch nicht lange in China bleiben. Ja. Aber es ist jetzt ist ganz anders mittlerweile. In dem kleinen Dorf, wo wir jetzt gerade waren, Jinjiang, da habe ich das, jeder Dritte war so, als ob der irgendwie den Boden befeuchten will, weil es da so trocken ist. Also Dor Fang Lajiao, das heißt, packen mehr Chilis drauf. Ihr könnt auch die Spieße hier so reinpacken, hier so runter, zack, dann habt ihr euer Fleisch hier, dann ist das nicht so heiß, oder euer Gemüse. Wenn das nicht dein Ding ist, gib her, hier wird alles vernichtet. Dieses ist halt nicht so kribbelscharf, hier hast du nur so eine leichte Schärfe, wo das viel mehr böse aussieht hier. Guck mal, was da alles dran klebt. Schmeckt sehr lecker. Also hier Fett Lotus, auch wieder eingeölt. Okay. Lotus schmeckt ein bisschen anders, ne? Haben die den noch in eine Soße eingelegt vorher? Na, guck mal da raus. Da sitzt Mama mit ihrem Kind und dann draußen kannst du halt anstatt auf so kleinen Hockern wie diesen hier sitzen, wie diesen hier, sitzt du halt auf so kleinen bunten Hockern. Ja, so das klassische China Streetfood-Feeling. So das Hähnchen drin ist schon langweilig, aber draußen die Haut ist wirklich Echt, das sehr Hähnchen ist langweilig. Aber ich war erstmal in die Haut hier und dann drinnen machen. Richtig saftig, Ja. würzig, boah. So musst du mit der Haut zusammen mischen. Also der Lotus, der ist so basic, ja. Bei dem Fleisch haben die richtig reingehauen. Cool. Oder? Das sieht man mit jedem Video, wie der Bart wächst. Am Ende, ich gehe hier mit so einem langen Bart raus. Dann wisst ihr, dass ich in Wirklichkeit nicht 2 Wochen hier war, sondern vielleicht 2 Jahre. Genau. Also wir waren gerade dabei, sie meinten, ess mal den Tofu. Bohnen sind salzig, ein bisschen Chili. Saftig. Jetzt machen wir den Tofu. Guckt euch den nochmal an. Chili. Also das wird gleich aufgegessen, deswegen wir zeigen es nochmal in die Kamera. Seetang mit Tofu-Haut. Also wir haben noch gerade Lammfleischspieße nachbestellt. Hier kommt noch scharfe Reis reingeflogen. Könnt ihn auch einfach Chili frittierte, also hier wird man immer angetrieben. Saftig? Ja, draußen ist aber mega trocken, ne? Sag mal, das ist, welches ist deine Nummer 1 jetzt? Der. Also für mich war die Nummer 1. Warte, kommt der Pause. Sichuan eingelegte Gemüse, nee, Sichuan eingelegter Rettich. Ganz cool. Zillan, tatsächlich. Das Optik Chili. Aber wenn ihr so auf der Straße, das ist meine 6 Jahre China-Erfahrung. Wenn ihr Chaufan oder Dang Chaufan auf der Straße euch holt bei so einem Straßengrill, nicht bei so einem Laden wie diesen hier, macht das vielleicht nicht oder nur wenn ihr einen richtig krassen Magen habt. Den übelsten Durchfall habe ich durch dieses Gericht gekriegt hier in China. Zai Yiping Wang Laoji. Ja, du, Aber ich weiß gar nicht. Der Papa ruft, ich rufe, die ignorieren uns und dann zieht sie hier los.
und wir kriegen unser Getränk. Das ist aber, genauso müsst ihr das machen. Seid nicht schüchtern, sondern ruft einfach, wenn ihr was braucht. Und ihr ruft immer bei Jungs, ruft ihr immer Schweiger und bei Mädchen ruft ihr Menü. Ja. Und richtig schön laut, so volle Pulle. Ja. Also was heute gelernt? Laut rufen, den Müll auf den Boden knallen, alle Wünsche, die ihr habt, aber auch immer äußern. ein- Ja. Special Candy. Was ist das hier? Schärfer. Special Candy. Sehr weich. Wir vergleichen gerade, die Schwiegervater mag die Lammfleischspieße. Ich bin eher der Fan von den Ich bin eher Rindfleischspießen. der Fan von Chicken Spießen. Ich meinte, die haben gar nicht so einen starken. In China gibt es fast wie in Deutschland so eine richtige Bierkultur und es gibt ganz viele lokale Biere. Und wo wir rausgefahren sind aus der letzten Stadt, habe ich eine Werbung gesehen mit einem Sichuan-Pfeffer Bier. Und das wollte ich einfach nur mal probieren, mal so, um zu sehen, wie ist das. Also wenn wir das hier nicht kriegen, bis wir weg sind, dann ist das für euch die Aufgabe, wenn ihr im Jinjiang Stadtteil sind. Ja. Kann. Und sagen. Okay, wir haben fertig gefuttert. Ja, guckt, der Beweis. Da genießt jemand noch. So, hier alles weggeputzt. Hier sauber. Na okay, hier, das ist der Kameramann. Ja, richtig. Deutsch. Alles aufgegessen. Ganz deutsch, alles aufgegessen. Okay, wir gehen gleich raus und dann geht's weiter und wir gucken noch ein bisschen die Stadt an. Also, warte mal. Also, Sima Kauro. Guck mal, wie groß der ist. Sie haben hier gleich 1, 2 und da dritten noch eine zweite Grillstation. Und wir düsen jetzt weiter durch die Stadt. Wir gehen erstmal in die Richtung zurück oder so und dann von unserem Hotel in die andere Richtung, da ist irgendwie die Altstadt oder so. Ja. Obwohl das ja hier auch teilweise nach Altstadt aussieht. Das ist Zhongxing, Zhongxing. Doi. Aber nicht so viel. Eins. Rote Kruste. Nein, ich mag die Weißen. Einmal weiße Erdbeeren und hier die Oma ist am Teststand und probiert die Durian. Ja, das ist eine andere anscheinend. Ich habe die Orange vorher noch nicht gesehen. Oh, was ist das, Digga? Sei Hainan Schiller, Taido. Also, Bolomi. Sehr, sehr süß. Okay, weiter geht die Reise. 牛奶草莓9块9一篮，Uiuiui. 椰子15块钱2个，15块钱2 Hast du 个。 mich erschreckt? Also der 牛 erzählt 奶 hier, 草莓9块9一篮，9块9一篮。 der ist zu laut. Aber da wird immer ausgerufen, was wird gerade verkauft. In dem Fall ist das die Frucht, die wir gerade eben probiert haben. Und Erdbeeren. Und dann sagt sie noch den Preis dazu. So. Immer aufpassen. Ja, gibt's in Blau. Die Lieferjungs gibt's in Gelb. Ich weiß gar nicht, was ist Blau. Oh, erstmal haben die hier. Da. Langsam die Auswirkungen vom Essen kommen. Früh war es schon ein bisschen schwach, aber es wird wieder besser. Ansonsten müssen wir durchhalten. Ja. Ja, hier gibt es wieder diese Meerjungfrau. Oh ja, ich gehe zu schnell für die Kinder. Wir haben hier schon wieder Verfolgungskommando. Aber nur 2 Kiddies. So eine Reise, wo man jeden Tag das Hotel wechselt, ist schon ganz schön anstrengend. Ich melde mich wieder, wenn wir in der Altstadt sind oder wenn es ein bisschen voller wird und für euch ein bisschen mehr zu gucken gibt. Genau, weil wir müssen jetzt mal lernen hier in dieser Serie,
wo ich auch ordentlich mitgefilmt habe, worauf ihr mehr Bock habt, was ihr mehr sehen wollt, dass man mal vielleicht so einen Laden vorstellt oder mal, keine Ahnung, so zeigt, wie du auf Chinesisch verhandelst oder ja, oder ihr einfach so mich rumlaufen sehen wollt, den Kameramann rumlaufen sehen wollt. Ja, vielleicht wollt ihr Kulturgeschichte oder irgend sowas. Gucke, hier gibt es auch große Grillparty. Da sind die ganzen Spieße draußen. Ja, ja. Hier ist auch Grillstadt. Das werde ich auf jeden Fall. Das ist die wichtigste Information für Lynn. Zum Grillen müssen wir einfach in den Süden fahren. Dann kriegen wir Grill. Ja, das sind hier immer die Klassiker hier. Liangfen, Liangpi und Liangmian. Also kalte Fen, kalte Haut. Die Altstadt geht los. Da steht sogar extra ein Schild hier. Willkommen in Jiaotong. Dream freely machen wir. Nice, follow your heart machen wir auch. Und hinten weiter. Hier ist ja gut alte Dongxi. Ja, gucke hier, die Häuser sind auch so ein bisschen älter. Wie alt die Altstadt ist, ja, da gibt es ein Schild, da könnte man das nachlesen wahrscheinlich. Ah, das wurde 2023. Das ist ein Neubau. 1919 wurde der hier errichtet. Das ist schon mal. Oh, riecht hier voll Medizin. Ja, riecht medizinisch. Ne? Ja, Medizin, Leute. Gibt's so würzig hin. Boah, ist so hart. Ist jetzt so lustig, guck mal. Ich mache mal. Und dann mache ich einmal hier anhalten und wieder weg. Ich gucke ein bisschen Tee. Oh, Diaolo. Oh, ein Lutscher. Es war jetzt in den I-Gebieten ein bisschen schwierig, weil ja, da stand immer dann die I-Schrift. Oh, siehst du, hier jetzt alternativ noch dein Friseur. Die warten auch auf dich. Ha. Okay, hier wird anscheinend haben wir das beste Timing der Welt. Wird einfach die komplette Innenstadt renoviert. Ja. Die renovieren einfach die komplette Altstadt. Ja, da gehst du in der Mitte da durch, wo die ihre Zirkel da angelegt haben. Oh, gucken wir mal an. Also, einmal in die Richtung. Aber ja, da kann man nur an der Seite durch. Ja. Ich würde mal sagen, hier ist jemand total falsch gegangen. Ja, hier sieht es doch wieder normal fast aus. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Auswahl der Steine super ist. Die laufen sich ein bisschen weird. Ach, hier, die futtern, wa? Da können wir einfach mal gucken, was essen die. Also Nudeln. Ja, aber der hat gar keine Nudeln am Start. Ja, aber du nicht. Du siehst ja total da einsam aus. Ja, mal mit mir hinsetzen, da haben wir ein Bild zusammen. Oh, nee. Oh, kann die Mutter uns mal fotografieren? Ja, nee. Oh, ah, das ist ja ein interessantes Design. Ah, guck mal, hier ist auch eine Karte der Stadt. Schaut mal, Leute, wir trampeln eigentlich die ganze Zeit auf der Stadt rum. Hier gibt es eine Stadtmauer, die haben wir noch nicht gesehen. Wir sind wo? Ja, weil ich ich habe 2, 3 Sachen rausgesucht. Morgen auf der Rausfahrt wollte ich mir mich eigentlich bei einer Tropfsteinhöhle, glaube ich, anhalten. Ja, das ist auch schön für Christen. Ja, und da drüben ist die Bank in den alten Häusern. Also hier hinter geht noch ein bisschen weiter. Mal, da, Ja, wir können ja da einfach kommen, wir gehen hier hin. Ja, solche Häuser gibt es öfters. Aber Chengdu hat das Problem, dass derjenige zur Zeit der Kulturrevolution, der da Bürgermeister war,
Der war sehr ambitioniert, glaube ich, die ganzen Projekte, Abreißprojekte möglichst schnell umzusetzen. Deswegen gibt es halt so wenig. Kaiserpalast weg, ganz viele alte Straßen weg. Oh, schick, schick. Also, in Chaotong braucht man Chaokao. Und Pingor. Zainali ke Chaotong Pingor. Hey, die mit dem Pingor Zainali! 我听说这个好好吃，也很有名。Also einmal Grill ist hier bekannt, dann sind hier Äpfel von hier bekannt. Dann habe ich sie gefragt, wo kriegt man den Apfel denn her? Da meint sie, naja, vom Gemüsemarkt, ja, vom Wochenmarkt. Und dann meine ich, okay, dann beim Rausfahren, dann halten wir einfach auf den Wochenmarkt an. Ich gehe rein und rufe ganz laut, wo krieg ich euren super berühmten, leckeren Apfel? Chinesen in der chinesischen Stadt. Oh, da müsste man auch wieder ins Museumstiger? Nee, weil die sind ja hier muslimisch. Das ist ja wieder was ganz anderes und die Frage ist, wie ist das denn hier passiert? Weil, wo ist denn die nächste muslimische Gruppe in China? Also in Sichuan gibt es noch ein paar und dann erst auf der nördlichen Seidenstraße. Aber ist schon schade, ne? So Häuser sehen noch echt schick aus. Kann es noch ein paar mehr geben. Problem ist nur, die sind zu niedrig, ne? Da können nicht so viele Leute drin wohnen. So, eine Family und plus Business. Aber guck mal, wie weit die nach hinten immer gehen. Geht da das Treppchen hoch, kannst du da deine kleine Wohnung haben. Aber hier riecht es auch ein bisschen drin. Bist du dir sicher, dass du hier lang willst? No, Haikoi. Wo sind die denn? Ach so, da hinter mir. Ah, guck mal, du läufst an einem Bild vorbei. Guck mal, hier, du läufst an einem Bild vorbei. Ist mir auch erst aufgefallen, wo ich euch gesucht habe. Was macht er? Hat er nicht seine Kanone gerade vergessen? Ja, aus, weil der Lehn ist hier noch ein bisschen weirdo. Ja. Was man jetzt fast gar nicht mehr in China sieht, sind so Reisebüros. Die sind quasi mit dem Internet und den ganzen vielen Leuten, die auch Internet benutzen, obsolet geworden. Ist das hier oben gesehen? Oh. Hier oben? Nee. Ach so, bei allen gleichhörnig, haben ganz viele. Achso, hier gibt es noch so ein altes, auch wieder 18. Jahrhundert, so ein größeres Haus, wenn morgen vielleicht offen hat. Achso, nee, die Händlergilde von Guangdong war hier drin. Die Händlergilde, ja, also die Mafia. Chenzai Zhao Dao Qiao Chide Tudo. Tudo. Ach, wie tragisch. Jetzt kommen wir hier hin, wo es lauter kleine leckere Sachen gibt. Ich habe gar keinen Platz mehr. Wir können das hier alles nur aufs Bild dokumentieren. Ni hao. Wir haben zu spät Chaokao gegessen. Ja, da oben gibt es auch die zweite Etage. Stimmt. Aber jetzt langsam mal hier hochgucken. Zack. Hier willst du natürlich einmal reingucken, ne, in das Privatrestaurant. Ah, hier sind wir wieder im Shopping District. Ah. Ja, das ist hier so ein bisschen wie bei uns eigentlich, ne? Ja. Naja, bei uns ist leider in der Innenstadt auch alles so große Läden. Die kleinen sind mehr und mehr weg. Gibt nur noch weniger. Ja, obwohl hier sind nicht die ganzen, wie sagt man, großen Brands oder so. Der bringt die Jacken, der Papa. Bei der Hitze. Hier kommen wir ja so langsam auf den Rückweg, genau. Ja. Was sagt er hier? Ha? Was sagt er hier? Weiß nicht zugehört. Ja. Na, hier ist relativ schnell Ende, glaube ich. Lecker Grill. So, hier an der Hauskante. Ist auch die größte Grillstation der Welt hier, wa? Oh jo, der klingt. Ja und, aber die Bilder sagen doch alles hier, sei lieb zu deiner Oma. Ne? Da
das machen wir nicht. Könnt ihr euch gerne mal die Regeln durchlesen und dann erzählen, ob ihr die auch alle einhaltet. Ganz genau. Also, Regel Nummer 1. Timodong. Oh, ist es zu dunkel, um es zu lesen. Ich muss es mal dann auch vom Video lesen. Ja, hier ist plötzlich Out of Business und Ende. Hier ist wieder alles zu. Ja. Ich mache ein bisschen so die Richtung und ein bisschen die andere Richtung. Manche Leute haben das Bedürfnis, jemanden im Bild zu sehen. Ja, wenn du hier hinten drin bist, hier läuft gar keiner, ne? Okay. Wir kriegen hier wieder den Hinweis, dass ich natürlich Sachen übersehe, die für mich so normal sind. Also das ist jetzt eine normale chinesische Tür. Und da stehen halt immer so Wünsche dran. Und hier haben wir zum Beispiel einfach mal random mitten in der Stadt ein Pilzverzeichnis. Weil die Leute natürlich super gerne Pilze selbst pflücken und besonders in der Stadt. Jetzt so ein bisschen mit Abstand rumlaufen und von hinten anschnuffeln. Ne? Also, man sieht vielleicht doch. Uiuiuiui. Habushi Huani. Danke da Chihuahua. Das Auto. Ja, einmal. Zeig's mal. Wie findet ihr dieses Gefährt hier? Guck mal rein. Warte, genau, wir gehen auch rein. Das ist so Marke Eigenbau. Ja. Also hier hast du das Lenkrad. Ja. Ja. Mittelsitz, das heißt links und rechts können noch 2 kleine Kiddies. Und hier auf der Hinterbank. Hinterbank kommt deine Frau und deine Zweitfrau, die Drittfrau könnte auch noch reinpassen. Ja. Welcome to China. Solche Dinger gibt es in Deutschland leider gar nicht, weil das ist so eine Zwischengröße von so einem Lieferwagen. Komm, den zeigen wir euch auch nochmal. Hier, der ist für 7 Personen und der ist nicht zu groß und nicht zu klein. Manchmal braucht man was dazwischen. Das Problem haben wir bei unserem Laden auch. Ja, ich wollte ein bisschen größeres Auto, aber auch eigentlich nicht so ein großes. Ja, hier draußen abends spielen die Kiddies. Wir haben es jetzt bescheidene, ich glaube 20 Uhr oder so. Mal gucken, wo wir am Ende hier landen eigentlich. Es live und lebt. Oh, jetzt sind wir wieder irgendwo gelandet. Gucken, die müssen ihr Parkproblem. Morgen gibt's Hotelessen. Aber können wir ein Video? Komm, machen wir ein Video. Hotelessen. Oh, hier ist schön warm. Hier wird wieder gegrillt. Und wieder 1, 2, 3. Ach, ist wieder ein fetter Laden oder wie? Nee. Wie haben wir den denn vorhin verpasst? Wir sind jetzt nämlich fast in der Nähe, wo wir vorhin abgebogen sind. Super. Hier gibt es hier wieder Gewalt bei Liebespärchen. Das war früher ganz lustig, wo ich so 2006, wo war das, in Peking oder so, die haben irgendwie immer die Tendenz, sich gegenseitig zu schlagen, wenn die sich mögen. So ein ganz weirdes Ding. Ernst jetzt so. Ja. Jetzt kommen bestimmt die ganzen Pekinger in den Kommentaren. Machen wir gar nicht. Haben wir nie gemacht. Guck mal hier diese Tür an, die ist auch noch schön, ne? Mit dem Muster hier und den kleinen Rehen da. Ich fand, ich habe ein Reh am Berg gesehen. Das sah nämlich nicht wie ein Mini-Pferd aus, was da auf dem Feld gerade gefuttert hatte. Oh, das ist auch zum Klettern, ne? Ne, so Haken hier. Für Zelten, was gibt's hier alles? So Eisenarbeiten machen die einfach. Oh, so was habe ich in Chengdu auch nie gesehen. Ja, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Achso, eigentlich hätten wir so rumdüsen müssen. Und dann wären wir jetzt hier nicht durch die Baustelle gegangen. Hier ist wieder die Kiddie Party. Kindergang. Er hat sogar seinen Namen hinten drauf. Das ist das kleine Bruder Lee. Da mit der Nummer 7, der gerade wegdüst. Ja, guck mal, in China sind fast, ich glaube, 7% oder so. Obwohl in China selbst ist Li nicht der größte Familienname, sondern erst durch die ganzen Chinesen, die im Ausland leben, ist Li der größte Familienname der Welt. Aber eventuell jetzt die Inder holen auf,
Patel oder sowas. Kartell. Patel Okay. oder Pantel. Ja, mit Indien habe ich gar keine Zeit für. Jiaotong, ne, es wirkt ein bisschen kleiner zum Beispiel als Xichang. Also hier sind die Gebäude alle ein bisschen niedriger, oder? Ja. Außer die üblichen Wohnhochhäuser. Ja, bei Xichang war ich echt überrascht, weil das war auch immer, wo wir gefahren sind. Das kommt natürlich in den Videos dann gar nicht so raus. Dann stand da halt mal 15 Kilometer und wir sind einfach nur durch die Stadt gefahren und wollten auch gar nicht so weit. Wir sind nicht mal durch die ganze Stadt dann gefahren. Ja. Also Xichang ist kleiner, diese Altstadt. Die Altstadt. Ach so, ja, die Altstadt. Ja, aber das drumherum dann nicht. Ne? Moment, ja. Das wäre eigentlich eine Sache, das müssen wir wirklich noch überlegen, aber da muss ich dann so mit mir kämpfen, ob wir vielleicht noch bei Yibing einen Tag streichen, um dann quasi entweder, warte mal, wie rum macht man das denn am besten? Vormittags einfach in Löscham Bobochi essen, um dann nochmal rüber zu fahren nach Zhegung, um dort abends, weil das ist die Stadt, wo die Lampignons selbst herkommen. Ja, also die haben auch so die ganzen roten Dinger, die du überall rumhängen siehst, die haben da quasi, ich weiß nicht, ob es die einzige Stadt ist, das weiß ich jetzt nicht mehr, will ich ja auch nichts Falsches sagen, aber die haben auch ein Laternenmuseum, die haben hunderte verschiedene Versionen von Laternen und so. Und da wäre interessant, weil wir hatten dann auch nicht so viel Zeit, die anzugucken, ob man das dann auch in der Stadt richtig sieht. Ja, und dann ist vielleicht alles rot und hui und so, ne? Dann ist natürlich abends super cool. Ja. Und das ist bis jetzt die Schwierigkeit, wenn ich jede Stadt hier gecheckt habe. Wir haben so viele Sachen gesehen, da hatte ich gar keine Ahnung, dass es die hier überhaupt gibt. Weil auf den ganz normalen 0815 Bilder, wenn du Google guckst, kannst du einen guten Eindruck gewinnen. Aber wenn du jetzt hier bei Gaude Maps guckst, also das wird nicht fotografiert, wo du jetzt denkst, oh, das ist ja auch cool hier, die Lampen oder der Tempel oder was, ja. Da kam niemand auf die Idee, den mal das Foto da reinzupacken. Ja, wir laufen hier gerade durch Brotland, sorry. Ich gönne euch auch gar nichts, ne? Smiley-Plätzchen. Guck mal, wie hübsch. Ja, diese gehen auch hier, die sind mit so Honig überzogen. Das hier, das Brot hat auch so eine coole Füllung. Ja. Ja, also es geht schon. Ja. Na, ich denke. 我喜欢这个Sack. 这个也是好吃。Du wolltest ja hier mit ihr reingehen. Ja. Nee, sie ist reingegangen. Aber wir haben doch 我们明天吃炒饭。如果他还饿，可以买。Warum läufst du denn in das Hotel da rein oder in das Hostel? Ich werd müde, ich muss noch arbeiten. Wo工作? Okay. Ich hoffe, die Tour hier durch Jiaotong hat euch gefallen. Jiaotong im nördlichen Yunnan. Ganz coole Stadt. Morgen gucken wir uns hier noch 1, 2 Sachen an. Und dann geht es weiter. Da wir aber schon jetzt am Nachmittag hier angekommen sind, verschiebt sich ein bisschen unsere Route. Das heißt, wir können mehr coolen Shit machen. Ich habe ja extra immer noch auf meinem Programm noch so ein paar Bonus-Location. Können wir überlegen, ob wir da anhalten. Wir sehen uns dann später. Ich muss hier gerade nur mal so durchgehen. Und was ist das? Ah. Ja. Ja, für Tofu. Der riecht ja eigentlich nicht so stark. 你一个人放在这里？哇，你这么厉害！拜拜。